Kennen Sie das, dass Sie in einem Motivationsvortrag oder einem Coaching oder aus einem Glückskeks von einem Mythos erfahren oder einer Weisheit, die Sie beflügelt und inspiriert und Sie ein bisschen mehr darüber erfahren wollen? So ging es mir mit dem chinesischen Wort Krise, welches aus 2 Schriftzeichen bestehen soll, und zwar aus Gefahr und Chance. Wie es zu diesen Interpretationen kam und was daran wahr ist, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Mein Name ist Matteo Sanfilippo, ich bin Markenberater und Designer. Als ich kürzlich wieder über diesen Juwel fernöstlicher Scharfsinnigkeit gestolpert bin, da war mir klar, das muss ich benutzen für meinen Workshop, für meinen Chancenworkshop, bei dem ich Unternehmern aus der Krise helfe. Und ich sah schon vor mir, ich mache das im Intro, das ist so ein schöner Aufheller, ein perfekter Motivations-Appetizer. Gut, dass ich dann aber nochmal nachgeschaut habe. Ich wollte ja genauer wissen auch, wie schreibt man denn jetzt, also welche der Schreibweisen nehme ich, die traditionelle oder die moderne, und ist das denn auch wirklich wahr? Denn ich wollte ja keinen Quatsch verzapfen. Also ging ich auf die Suche und stellte fest, in Englisch und deutscher Sprache fand ich immer wieder die gleichen Memes. Hier diese Gleichung, Krise ist gleich Gefahr plus Chance. Ja, okay. Was konnte ich mehr finden? Nicht viel mehr. Es war immer wieder das Gleiche. Und bis auf eine Kleinigkeit, und zwar der Erste, der das so zitiert hat, und da habe ich das auch früher mal in irgendeinem Kalender oder so gelesen, ist John F. Kennedy. Der hat es nämlich scheinbar 1959 in einem Wahlkampf benutzt für sich. Und das war mit Sicherheit eine sehr gute Wahl, denn es ist ja super motivierend und mutmachend und Hoffnung bringend. Ja. Okay, hat mir aber nicht gereicht. Ich bin noch ein bisschen tiefer gegangen und habe dann geschaut mit meinem Übersetzungstool, kann man ja benutzen, nicht nur auf der Speisekarte im China-Restaurant, sondern auch hier, wenn man mal so ein Problem hat und nicht weiß, was das jetzt wirklich bedeutet. Also habe ich von dem Wort beide Schriftzeichen abwechselnd abgedeckt und geschaut, aha, das erste, ja, das stimmt, das bedeutet Gefahr. Und das zweite bedeutet Webstuhl, Maschine, hä? Und warum nicht Chance? Und okay, dann habe ich ein paar Lexika überprüft für chinesische Sprache und festgestellt, es gibt für dieses Wort extrem viele Auslegungen. Unter anderem auch Gelegenheit. Okay, wenn einer bis hierhin recherchiert hat, kann er dann sagen, okay, komm, machen wir halt keine Chance draus, sondern eine Gelegenheit ist ja auch positiv irgendwo. Aber das war mir zu gefährlich. Kann man das wirklich so machen? Kann man sagen, ich nehme das Wort? Ich glaube nicht. Also habe ich mich an Fachleute gewandt. Ich ging heran an ein paar Studenten, Sinologie-Studenten der Uni Wien und an eine chinesische Freundin, die mir vielleicht ja helfen kann. Ja, und in der Tat, sie kannten diesen Mythos mit diesem Wort Krise und klärten mich auf über die chinesische Sprache. Die Kurzversion geht so. Es gibt 6 verschiedene Arten, Schriftzeichen zu schreiben. 2 davon sind Piktogramme und Phonogramme. Piktogramme sind stilisierte Abbildungen des Wortes selbst, also selbsterklärende Bildchen sozusagen. Diese haben sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Im Chinesischen, man kann aber noch ganz abstrakt erkennen, aha, ja, dieses Schriftzeichen hier, das ist das Wort Mensch, ein stilisierter Mensch eben. Und dieses Schriftzeichen zum Beispiel, das bedeutet Baum. So, und wenn man diese 2 Schriftzeichen zusammentut als ein Wort, dann bedeuten diese das Wort ausruhen. Dieses Wort wird genau so geschrieben. Dann haben wir noch ein anderes Wort, das aus 3 Schriftzeichen besteht, auch Piktogramme. Wir haben das Wort Baum ja schon gesehen, wir nehmen es nochmal, Baum und Baum nebeneinander. Und darunter das Schriftzeichen für Feuer. Und wenn man diese Schriftzeichen zusammengefügt hat und so schreibt, dann ergeben die das Wort
brennen. Und das ist faszinierend, finde ich. Die chinesische Sprache ist spannend, finde ich super cool. Für Typografen und so, Grafiker, glaube ich, echt ein interessanter Pool, in den man sich reintauchen kann und für Sprache Interessierte. So, okay, da habe ich schon gedacht, ja, dann wird es doch ein Schuh hier mit dem Krise. Aber dann doch nicht. Die Desillusionierung kam dann ziemlich schnell, als mir erklärt wurde, so, wir haben es jetzt bei dem Wort Krise mit Phonogrammen zu tun und die sind komplizierter. Darauf gehe ich jetzt gar nicht ein, was es komplizierter macht. Es sind jedenfalls keine so einfach abgebildeten Worte, wie wir es vorhin bei Mensch und bei Baum hatten und Feuer. Okay, bei Krise haben wir das erste Schriftzeichen und das bedeutet eindeutig Gefahr. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln, so Gefahr. Bei dem anderen Wort, bei dem anderen Schriftzeichen, haben wir es mit einem Schriftzeichen zu tun, das sehr viele Auslegungen hat und erst recht sehr viele Auslegungen, wenn es in Kombination mit einem zweiten Schriftzeichen steht. Und in dieser Kombination heißt es halt niemals Chance, leider, ja, sondern es bedeutet der beginnende Moment. Das war das mit der Gelegenheit. Ja. Es ist also ein beginnender Moment oder ein entscheidender Punkt. Und es ist insgesamt eben die Krise und hier ist nichts Positives herauszulesen. Es ist kein hoffnungsbringendes Wort. Da steckt nichts Philosophisches dahinter. Das war's. Ja? Das ist die Krise. Das ist ein ganz schlimmer Moment. Und fertig. Ja, diese Desillusionierung wurde auch schon von zwei Fachmännern gemacht, schon vor 15 und vor 20 Jahren. Und zwar von dem Sinologen Victor Meyer, habe ich herausgefunden. Mir wurden die zwei Essays zugetragen. Und vom Linguisten Benjamin Zimmer. Die haben das schon erörtert und widerlegt. Das ist einfach nur eine schöne Geschichte, aber leider nicht wahr, was John F. Kennedy damals schon zitiert hat. Ja, die Quellen zu diesem ganzen Wust an Informationen, die ich in Kurzversion euch hier jetzt so zusammengefasst habe, die könnt ihr in der Quelle unten alle nachlesen. Und ich freue mich, wenn es euch interessiert hat und euch gefallen hat. Wenn ja, klickt hier auf Abonnieren und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Alla prossima!